dann schauen wir mal, was ist eigentlich Naturwald? Das ist jetzt schwer zum Erkennen, aber ich erkläre einfach nur die Farben. Je grüner das der Wald ist, desto naturbelassener ist er. Je gelber das er wird, desto schlechter wird er. Und je roter das er wird, desto künstlicher ist der Wald. Das hat nichts zu tun, ob es den Bäumen dort schlecht geht oder nicht, sondern ob der Wald verändert worden ist. In welchem Maßstab. Und da sieht man, wenn man unsere Wälder anschaut, dann kommen raus und vor allem auch den Lachforst, den Weilhackforst und alle diese, bei uns die kleinen Wälder, die sind alle ziemlich künstlich. Und man hört immer von Waldsterben und dass der Wald immer weniger und weniger wird, ja, aber woanders. In Südamerika, die Regenwälder, da gibt es riesige Probleme. Österreichischer Wald wächst und wächst und wächst und wächst. Und er hat inzwischen die Hälfte des Bundesgebietes erreicht. Ich weiß nicht, von außen gescheidig ist immer gefährlich. Oder da, das ist ein Foto vom Stempferpeppe in Schönmoos. Es war eine wunderschöne Feuchtwiesen, die war unter Vertragsnaturschutz. Das heißt, der hat eine Prämie gekriegt dafür, die war natürlich, und das ist ein Dilemma beim Naturschutz, die Prämien sind schwach. Das ist, und wenn der Bauer sagt, er tut das nicht mehr, das sind lauter Orchideen da, die rosa Punkte, die da sind, das ist aufgeforstet worden, die Orchideen werden sterben. Das ist so, das ist eine von den letzten schönen Orchideenwiesen gewesen. Da kann man lang diskutieren, solange die Gesellschaft nicht mehr in die Taschen greift für die Arbeit, werden wir die Wiesen verlieren. Wenn die Gesellschaft sagt, wir wollen die Blumenwiesen haben, dann nutzt es nicht, dass ich da heute Saatgutmischungen für Blumen, für Bienen kaufe und die irgendwo ausstrahle und nach einem Jahr ist das alles wieder weg. Da brauche ich einfach nur ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen und muss so eine Wiesen pflegen. Und muss das zahlen. Das ist ja nicht. Was ist da los? Und wenn ich mir vorstelle, wie heilig früher die Quellen waren, was das nicht nur früher für die Leute bedeutet, also das Wasser, was da rauskommt, und ich kann euch versprechen, 100%, dass der Schatz wird immer mehr wert. Weil wenn ich mir vorstelle, was die nächsten Jahrzehnte los sein wird, wenn es einmal losgeht mit dem Bewässern, dass man aus den Bächen das Wasser rausholt, weil man die Felder bewässern muss und jetzt schon so wenig Wasser haben, wie wertvoll dass das Wasser des Kobernaußerwalds in Zukunft werden wird. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und deswegen finde ich die Initiative von euch, was ihr gemacht habt mit dem Wasser, ganz, ganz großartig. Ihr habt geschaut, dass das jetzt schon angegangen wird und dass man jetzt erkennt, dass das viel, viel wert ist. Von den ganz großen Stars schaut so aus, der schaut total, ja, ist eigentlich total unscheinbar. Das sind die Flachbeerlappe. Die sind alle vom Aussterben bedroht und da gibt es in ganz Oberösterreich gibt's nicht so viel wie bei uns da in der Gegend. Da gibt es 3 oder 4 Orten und das ist ganz, ganz, ganz was. Also das ist für Botaniker Differentiastrum complanatum ist das in der Nähe von Lonsburg. Und das ist jetzt eigentlich der Star des Kobernaußerwalds. Der schaut aus wie ein ganz normales Johanniskraut, ist es aber nicht. Das Johanniskraut, und zwar das ist eine westeuropäische Art, die in ganz Österreich bitte, nur da im Gebiet vorkommt. Und das war ganz ein toller Fund vom Simon Kenner, der auch bei uns ist jetzt, ein junger Kollege, der die Orchidee, das ist das Netzblatt. Die braucht so Kiefern, ausgehagerte Böden, unter die Kiefern drinnen, man sieht der da den Zopfen. Und die Orchidee ist die letzten 50 Jahre im Innviertel nicht mehr gefunden worden. Das letzte Vorkommen hat es gegeben an der Salzach und der Simon hat es in Lonsburg gefunden. Also das war ein ganz toller Fund. Großartig. Und das ist ein Schmankerl, was eigentlich nicht auffällt. Ich switch nochmal. Das da wird's. Eiben. Ja, die Eiben war ja im Mittelalter bei uns war das ein häufiger Baum, der aber als Waffenholz genutzt worden ist, also für Pfeilbögen, Armbrust und so weiter. Und unsere Eiben aus unserem Gebiet sind bis England verkauft worden, eben zur Waffenproduktion.
und nachdem Eibe aber so extrem langsam wächst und irre lang braucht, die Eiben werden bis zu 3000 Jahre alt, sind die Eiben nachhaltig praktisch weggekommen bei uns und es gibt nur einige wenige Eiben im Kobernaußerwald und eine ist eben da. Das sind die riesen Fichten und da steht die einzige, da steht die Eiben. Und die ist aber um einiges öder wie die Fichten rundum. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Wiesen an. Das ist ja das, was wir für die Insekten so einfordern. Wo wir sagen, ja, wo sind die Bienen, wo sind die Schmetterlinge und alles. Und wenn man sich schaut, ich blogge euch mit ganz wenig Statistik. Das ist jetzt aus meiner roten Liste, die oberösterreichische. Und da habe ich damals eine Biotop-Analyse gemacht, wo sind die meisten ausgestorbenen Arten. Das ist der rote Balken. 48 Arten sind in Oberösterreich ausgestorben aus den Magerwiesen und Halbtrockenrasen. Das heißt, das sind unsere Wiesenblumen. Die Wiesen ist der Lebensraum, wo die meisten Pflanzenarten weg sind. Da diese offenen Stellen. Und das gibt es nur mehr ein paar Pflanzen im ganzen Kobernaußerwald, das ist das Sandglöckchen. Das war früher auch dort, wo es ziemlich drucker und mager hergegangen ist und offene Stellen. Heute findet man es auch nur ein bisschen im Sauwald oben. Und leider nicht mehr unter uns ist das da. Das ist die Silberdistel. Die Silberdistel hat es früher auch gegeben im Kobernaußerwald. Und die hat man spätestens, wie man es zu Trockengestecken verwendet hat, hat man die ausgerottet. Auf jeden Fall, auf eine gute Mischung. Also Monokulturen wären immer, ganz egal, wenn man jetzt glaubt, dass man mit Douglasien im Wald erfolgreich sein wird, wenn man glaubt, dass man mit Roteichen erfolgreich sein wird, wenn man mit Paulownien glaubt, mit Riesentuyen und allem Möglichen, immer wenn man nur Monokulturen macht, wird die Natur irgendwann einmal sagen, ey, sag das. Und jetzt bitte lacht's nicht, gell? Das war in Seigerhans oben die Löwenzähne. Löwenzähne gibt es bei uns geschätzt ungefähr, circa in Österreich, wir haben geschätzt 200 Arten werden wir ungefähr an Löwenzähnen haben in Österreich, aber es gibt keinen einzigen Österreicher, der die kann. Jetzt habe ich mir tschechische Freunde geholt von mir, die aber die Brombeeren gut sind und die haben allein circa 400 Löwenzähne können die unterscheiden, die zwei Burschen. Sage ich danke, danke, danke. Und ich danke für den Besuch, für das Interesse und der Kobernaußerwald hat es jetzt wirklich verdient. Und wenn ihr sagt, wow, super, der Kobernaußerwald, das ist echt eine super Sache, dann, wie gesagt, habe ich mein Ziel erreicht. Die Aktion, wie ich mit Michael unterwegs war, das möchte ich nur ganz kurz erzählen. Da sind wir nach Ungarn gefahren. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte da, bis, wie es ausgegangen ist, aber er ist ein ausgezeichneter Mittelstreifen-Botaniker. Seit ich da mit ihm unterwegs war, weiß ich, wie es meiner Frau geht, wenn sie mit mir fährt und ich, also wenn sie mitfährt und ich sitze am Lenkrad und sage, hey, du schau, da fliegt das und da fliegt das. Vorhin ist der Michael gesessen, der ist gefahren, dann hat der Johanna ist neben ihm gesessen, der Billinger Karl und der Habe Heine und ich, wir sind hinten gesessen und ich habe mir gedacht, bitte Garsching, wann schaut er denn wieder mehr auf der Autobahn? Da habe ich jetzt gesehen, da am Mittelstreifen, da wächst das und das und das, es war sehr spannend, sehr spannend. Es war heute wesentlich entspannender, aber sehr interessant. Michael, besten Dank. Gerne.